Regen zieht auf über Innsbruck an diesem Samstagnachmittag. Das heißt, wir haben das perfekte Wetter für einen Pizzanachmittag nach der morgendlich sonnigen Wanderung. Was wirklich extrem wichtig ist, ist das Dampfel. Das Dampfel ist dazu da, dass man die Germ zum Aufquellen bringt, bevor man den Teig anrichtet. Denn die Germ, das ist ja ein Pilz, liebt Wärme, Feuchtigkeit und Zucker. Und genau das muss man der Germ geben. Wir bröckeln die Germ da ein in ein kleines Gefäß und dann geben wir 3 Esslöffel warmes Wasser, einen Esslöffel Mehl und einen Teelöffel Zucker dazu, mischen das Ganze auf und dann fangen diese Hefepilze an, so richtig zu leben, damit sie dann, wenn sie in das richtige Mehl reinkommen, schon voll aktiv sind. So, jetzt haben wir da 1 Kilo Mehl, ein bisschen Öl, eine Prise Salz und dann noch die Hälfte von dem Dampfel dazu. Denn in unserem Fall heute, wir machen heute 2 Kilo, deshalb verbrauchen wir jetzt nicht das ganze Dampfel. Und das genügt ja leicht für 2 Kilo. Jetzt kommt es in die Rührmaschine. Was natürlich noch fehlt, ist das warme Wasser. Und das warme Wasser, das geben wir so glaselweise dazu. Also was ihr da seht, ist nicht Teig, sondern das ist Brei. Es ist leider Brei, weil ich dem Philipp nicht eine klare Anleitung gegeben habe, wie viel Wasser zu dem Mehl dazukommt. Ich habe mir gedacht, ja, das macht man so nach Gefühl. Und es gibt auch Rezepte, wo man nach Gefühl gehen kann, was es nicht geschnetzelt ist, wie viel Salz kommt rein, wie groß sind die Stücke geschnitten. Mit einem Pizzateig, da ist es nicht so. 400 Gramm Teig, 250 Milliliter warmes Wasser. Das erinnert mich daran, dass auch unser Leben ein bisschen wie ein Pizzateig ist. Wenn es gelingen soll, dann müssen wir uns an die Vorgaben des Herstellers halten. Und unser Hersteller, liebe Freunde, ist unser Schöpfer. Und er sagt uns in der Bibel, das ist sein Wort, genau wie unser Leben gelingen kann. Wir sagen zum Beispiel auch die Jünger von Jesus erkannt, als ihn viele verlassen haben, weil er doch auch zum Teil harte Worte für sie gehabt hat. Da fragt er dann seine Jünger, wollt ihr mich auch verlassen? Und der Petrus, der antwortet ihm drauf, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also der hat erkannt, der Petrus, dass in den Worten, die Jesus spricht, echtes Leben und echte Wahrheit zu finden ist. Und genauso ist es auch heute. Wir haben die Wahl, uns unser Leben nach Philosophien auszurichten, nach Gedanken anderer Menschen, oder wir haben eben die Wahl, unser Leben nach unserem Schöpfer und nach dem, was er uns in seinem Wort sagt, auszurichten. Und ich möchte ermutigen, dass auch du die Bibel aufschlägst, nachforschst, um zu prüfen, ob darin nicht auch für dich der Schlüssel zum gelungenen Leben zu finden ist. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist es wirklich wert, geprüft zu werden. So, und wenn der Teig dann eine Viertelstunde in der Maschine gerührt wurde, dann soll er ungefähr so sein. Die letzten 5 Minuten habe ich jetzt händisch herausgemacht. Er war noch recht feucht. Jetzt habe ich ein bisschen Mehl dazugegeben. Was eben dem Teig gut tut, ist, wenn man so faltet. Ja, das Äußere nach innen.
Jetzt lassen wir den Teig eine Dreiviertelstunde gehen. Ich setze ihn ganz gern in ein Warmwasserbad, damit er von unten her die Wärme kriegt. Und dann muss er auch mit einem feuchten Tuch abgedeckt werden. Es gibt nichts Schlimmeres für den Teig, als wenn er von oben her austrocknet und so harte Kruste bekommt. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, dann kann er nicht mehr aufgehen, obwohl er gerne möchte, gell? Weil eine mechanische Barriere da ist. So, der Teig, der hat jetzt eine Stunde Ruhe bekommen. Er ist unten noch ganz warm, deshalb ist er auch schön aufgegangen. Und jetzt kommt er vorsichtig heraus und wird in 6 kleine Teigportionen aufgeteilt. Da haben wir jetzt unsere schönen Teigbälle und jeder dieser Teigbälle wiegt so ungefähr 500 Gramm. Wie macht man jetzt aus einer Teigkugel eine Pizza? Ich nehme dazu den Teigroller. Manche würden sagen, ja, keinen Teigroller. Nun, man kann schon einen Teigroller verwenden, wenn man sich dann auch die Zeit nimmt, wenn die Pizza dann ihre Form angenommen hat, nochmal gehen darf. Gell? Dann kann sich wieder die Luft im Teig ansammeln, die man mit dem Teigwalke da herausgedrückt hat. Und ihr seht, da bilden sich ganz, ganz schöne Luftblasen im Teig drinnen. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie richtig schön fluffig wird. Okay, jetzt kann man auch das Eigengewicht der Pizza verwenden, um sie nachher ein bisschen größer zu machen. Und dann kommt sie auch schon auf meine schöne Grillmatte drauf. Die Grillmatte habe ich deswegen, weil sie umweltfreundlicher ist als das Backpapier und weil ich sie auch zum Grillen verwenden kann, statt dem Aluminium. Und dann haben wir unsere Pizza in ihrer Rohform fertig und die kann jetzt dann noch mal eine halbe Stunde gehen da drauf. Und da sitzen jetzt unsere 6 Pizzen und warten darauf, dass sie in der nächsten halben Stunde noch ein bisschen aufgehen können, ruhen können, Volumen gewinnen können und dann erst einmal sie belegen. Ich schneide jetzt eine Mozzarella pro Pizza. So, jetzt haben wir 10 Minuten später. Der richtige Zeitpunkt, um die Pizza rauszunehmen, ist, wenn die Mozzarella anfängt zu blubbern. Raus damit. C'è tutti i ciclisti, i miei amici che vengono giù adesso.